Mein Name ist Gerd Herrmann. Ich bin Restaurator für Möbel- und Holzobjekte und arbeite unter anderem für Schlösser und Gärten Hessen. Mein Lieblingsstück, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein kleiner Tisch oder Guéridon aus der Sammlung Leonhard von Johannes Klinkerfuß. Johannes Klinkerfuß kommt aus Bad Nauheim in der Wetterau. Er wird dort 1770 geboren, also im gleichen Jahr wie Landgräfin Elisabeth. Sein Elternhaus steht noch in der Altstadt. Und Johannes Klinkerfuß beginnt mit 14 Jahren eine Lehre bei seinem Vater in der elterlichen Werkstatt. Und nach Beendigung der Lehre geht er auf Wanderschaft und kommt relativ schnell mit David Röntgen in Neuwied in Kontakt. Der Name Röntgen steht für den Möbelbau im 18. Jahrhundert für beste Qualität und sein Kundenkreis erstreckt sich von Paris bis St. Petersburg. Das kleine Tischchen ist deshalb mein Lieblingsstück, weil es zum einen von einem Schreiner kommt, der hier aus der Gegend stammt, und zum anderen eine hervorragende Qualität besitzt, die sich aus fein ausgesuchten Mahagoni-Furnieren in Verbindung mit feuervergoldeten und patinierten Bronzen und eben dieser eingesetzten Porzellanplatte verbindet. Um Ihnen die Konstruktion zu zeigen, lege ich das Tischchen einmal auf die Seite, damit man von unten schauen kann. Man sieht zum einen, dass dieses Möbel mit einer Gewindestange verspannt ist. Die sehen Sie hier unten, die mit einer Mutter gesichert ist. Und auch diese Löwenmonopoden sind hier unten unter dem Sockel verschraubt. Ein anderes Detail ist dieser Zagenkranz, der aus verschiedenen Segmenten zusammengeleimt ist. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Backsteinmauer, dass eine Schicht mit der nächsten Schicht halbiert ist. Und insgesamt sind das 4 übereinanderliegende Schichten. Was man sehr schön sehen kann, ist auch die Qualität hier unter der Tischplatte, die in Segmenten furniert ist und auf die Mitte der Platte zentriert zugeschnitten sind. Dargestellt auf der runden Porzellanplatte ist eine Flusslandschaft mit 3 wilden Stieren im Vordergrund und einer neogotischen Ruine im Hintergrund. Dieses Tischchen gibt es 3-mal. Es ist 3-mal in der Literatur erwähnt. Es gibt ein weiteres Tischchen, welches Klinkerfuß für den bayerischen König Max I. Joseph für sein Schlafzimmer in Schloss Nymphenburg gefertigt hat. Allerdings nicht mit einer Porzellanplatte, sondern mit einer Stickerei in der Mitte der Platte. Und ein weiteres Möbel steht in Schloss Ludwigsburg.